welcome to the Shanghai International Circuit for the Chinese Grand Prix. We knew this was a track that suited the Mercedes well, but no one would have expected that Lewis Hamilton would have created such a gap to his rivals in qualifying. If he stays out of trouble and the car continues to perform, well, victory should surely be a formality. He'll want to stay out of trouble over the first few laps, but he'll be determined not to let any cars past him. If he can maintain that position once everything's settled down, he'll have a massive advantage and be able to control the race. Felipe Massa looks to have the edge over Valtteri Bottas this weekend. He'll be hoping to cement that by finishing ahead of his teammate in today's race. Felipe has been looking quick this weekend, and if he can carry that into today's race, he could be on for a good result. As for Valtteri, he wasn't looking comfortable with his setup yesterday, and we'll hope it works better for him over the long stints today. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum großen Preis von China. Wir starten wie immer vom letzten Platz, werden auf den Primes beginnen. Hoffen wir, dass wir uns halbwegs durchs Feld durchpflügen können. Bleibt abzuwarten, China einer meiner schwächsten Strecken, wenn ich ehrlich bin, weil der Reifenverschleiß einfach so extrem ist. Aber schauen wir mal, wie weit wir in die Punkte vorfahren können oder ob überhaupt. 5 Red Lights. And away we go. So, halbwegs gut durchgekommen. Erste Kurve. Ja, vorzugsweise, ich werde versuchen, ihn zu halten, da kann ich mir jetzt nicht machen. Es fängt auch schon an zu regnen, wie ich gerade sehe. 13, Platz 13. Paris, fahr endlich. Boah! Ja, das ist der Eriksen. Nase. So, schon mal ein paar Positionen mitnehmen. Hier hängt mir noch an der Backe. Besser auf den Freund. Muss aber zurückstecken. Ja, scheiße, jetzt fängt es an zu regnen. Ich bin auf den Times unterwegs. Zum Glück optimal. Oh, hier nehmen wir ganz viele Positionen mit. Optimaler Start eigentlich. Vorbei an Bottas. Das heißt, den Reifen können wir jetzt richtig ausquetschen. Mal schauen, was die Wettervorhersage sagt. In 5 Minuten leichter Regen. Ja gut, das ist ja nicht schlecht für uns. Oh, Verbremser, Verbremser, Verbremser. Rutscht Bottas durch. Er hängt uns im Visier. Im Nacken. Hamilton führt. Nicht verwunderlich. Oh, jetzt, ja. Beide Loti. Der alte Lateiner weiß Bescheid. Und in P6. Ja, ich sehe es auf der Linie. Eine Runde auf Platz 6. Ich glaube, da gibt es schlechtere Starts. Mal schauen, dass ich halbwegs dranbleibe. Ricciardo ist hinter mir. Jetzt sitzt uns eine Scheiße. Das ist Saison. So, gleich mal zum Intermediate. Achso, Ricciardo ist vor mir, das ist hinter. Ich Trottel. Wäre ich mal vom Optimum starten. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob es regnet oder nicht. Auf der Geraden haben wir leider keine Pace. Sind wir wahrscheinlich so schnell wieder Red Bull. Bin mal gespannt, wann die AI das erste Mal die Boxengassen betritt. Es dauert sicher noch 3-4 Runden. Ausgleich mit der schnellsten Rennrunde eine 37,939. Hier hingegen eine 38,8. Oh, was ist da passiert? Oh, da gab es einen Zusammenprall.
Zusammenprall. Oh ja, der fährt Hamilton langsam. Ja komm. Wenn ihr alle nicht wollt, ihr Vollidioten, dann fahre ich. Ist das lächerlich. Einen geschenkten Gaul, ne? So, jetzt heißt es nur Rosberg einfangen. Was machen die Spacken? Der Hamilton ist immer noch mit der überhaupt der Kleine. Der hält wirklich den ganzen Bums auf. Oh Mann, das Spiel ist so schlecht teilweise. Massa hat sich vorbeigetraut. Super. Ich glaube, Platz 2 kann uns mal keiner mehr nehmen. Ich werde versuchen, mit den Primes bis Runde 6, 7 durchzufahren und dann erst auf die Familie zu wechseln, dass wir dann nicht nochmal einen Reifenwechsel riskieren müssen. Wir haben einen massigen Vorsprung gegenüber der AI. Raikön auf Platz 4. So, und Massa ist mal lockere. Na, kommt der Abstand? Ne, kommt nicht. Wahrscheinlich waren gelbe Flaggen, dass keiner überholen dürfen. Ah, hier haben wir den früh in die Kurve rein, aber soll uns nicht weiter stören. Schauen, was der Vorsprung zu Rosberg sagt. 8,3. Gut. Reifen noch nicht abgenutzt. Gut. Sekunden. Der Vorsprung von Rosberg hält sich halbwegs konstant. Verwunderlich. Er von Options unterwegs ist. Aber besser hätte dieser Start nicht sein können. In diesem Chinese Grand Prix. Oh, hier weit rausgekommen. Hier kann man auch leicht rausfliegen auf den Curb, weil er hoch ist. Wieder einer langsam, oder ist es immer noch Hamilton? 8,5, Rosberg pusht jetzt. Also wenn Rosberg jetzt noch in Hamilton reinfährt, dann weiß ich es auch nicht. Der schleicht da über den... Wahnsinn, hatten wir einen Motorschaden oder irgendeinen Scheiß? Platten? Puncture, puncture, puncture. Copy, copy, just bring it in. War der Funkspruch von Rosberg in Ungarn letztes Jahr. Vettel gewonnen hat. Weil ich nichts gegen Rosberg habe, wenn ich ehrlich bin. Aber er hat jetzt natürlich die letzten Rennen immer, oder auch unter anderem, sagen wir auch, Glück gehabt. Hamilton am Start jeweils immer verkackt, beziehungsweise jetzt in China, wo es ja vom letzten Startplatz, glaube ich auch nicht ganz die Strategie verstanden, die er da gewählt hat. Er hätte einfach auf dem, nicht super soft, auf dem Medium Compound hätte er einfach wesentlich länger fahren können. Ich glaube, jetzt 4-5 Mal gestoppt oder so das Rennen. Ist schon vom letzten gestartet, ganz komisch. Aber über Strategie darf Ferrari nicht reden. Was die da in Australien aufgeführt haben, das war auch nicht gerade gut. 9 Sekunden. Ja, ich fürchte fast, dass ich keine Speed habe, um Rosberg in dem Rennen gefährlich zu werden. Rosberg ist ja auch mein... Ja, Rosberg führt sogar der WM an. Deswegen Punkt gleich, 43 Punkte beide. Das war ich schon ein wenig vorsichtiger. Rosberg ist noch draußen geblieben. Ich werde in Runde 7 reinkommen.
Der eine werde ich auf jeden Fall noch anhängen. Der dritte ist jetzt natürlich auch schmerzdesaströs. Da sollte ich jetzt schon reinkommen. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht antworte ich auch in den mit Rosberg rein. Mal schauen, was die Zwischenzeiten sagen. 1,14 Sekunden. Das ist noch schnell genug, würde ich sagen. Deutlich schwieriger hinbekommen. Also strategisch können wir, ich weiß es nicht. Rosberg jetzt reingeht die Runde und ich noch draußen bleibe, dann heißt das eigentlich wirklich, dass AI ist immer recht, gerade meistens richtig, was die Wetter, die Reifen angeht, wenn der Regen kommt. Ich muss mal gucken. Undercut ist halt auch die Gefahr, dass ich zu früh reinkomme und ich dann mir den Intermediate Drive komplett abnutze. Das ist ja auch scheiße. Ja, ich komme jetzt die Runde rein. Genau wie Rosberg. 8,4 Sekunden. Ich weiß, dass die härteren im Regen etwas besser sind als die Reifen. Raikön hat sich auf 3 vorgeschoben. Einfach nur wegen der Box oder weil er ihn überholt hat. Oder wahrscheinlich ist Massa reingekommen und Raikön nach außen gehen. 7,7. Jetzt machen wir Zeit gut. Hier verwunderlich, dass der so lange draußen bleibt. Oh, da ist jemand zu überholen und das kostet Rosberg Zeit. Bitte sag mir, dass das Vettel ist. Hülkenberg. Vielleicht mal abkürzen, ganz frech. Jetzt werde ich da reingerast. Und der Vorsprung ist geschmolzen auf 5,7 Sekunden. Ja, halt, komm mal rein. Da ist vielleicht doch noch was drin. Intermediate jetzt ganz klar. Und den können wir dann noch durchfahren. Wir gehen auch schon der ersten in die Box. Da vorne ist Rosberg. Da noch ein bisschen Zeit gut machen in der Boxeneinfahrt. Aber ja, da kommt er rein. Die beiden Führenden. Oh, viel zu weit rausgekommen. Komm! Beschleunige, beschleunige, beschleunige. Das hat gekostet. Sicher so 1-2 Sekunden. So, Rosberg ist drin und schon wieder weg. Scheiß die Mann. Jetzt rein da. Zack. Nur kurz schauen, auf welchen Reifen der Rosberg jetzt ist. Rosberg ist auf den Primes. Tja, Freunde, das heißt wohl, dass wir das Rennen gewinnen. Wir werden sicher nochmal reinkommen müssen. Ist da schon irgendwer auf die Intermediates gegangen? Nö. Ja, mal schauen, vielleicht ist es noch ein wenig zu früh gewesen, aber präventiv bin ich schon mal runter. Temperature. Und Rosberg sieht sehr langsam aus. Okay, also die Reifentemperatur noch nicht optimal. 4,1 Sekunden. Wenn wir jetzt beobachten, die Temperatur. Ja. Temperatur alles andere als gut. Aber wir holen deutlich auf gegenüber Rosberg. Deutlich.
Ideallinie wegzukommen. Den Regen mitzunehmen. Oh, schön verbremst. 3 Sekunden auf Rosberg. Ja, das wird die erste Runde mit rein auf die Regenspur. Jetzt hinten Temperatur stimmt einigermaßen. Vorne. Kommst du nochmal rein. Und der fährt nochmal rein. Wahnsinn. Das bedeutet die Führung. Ja, wer hätte das gedacht? Kurioses Rennen. Aber damit dürfte das entschieden werden. Ich hoffe, dass wir das für die 2016er Version unbedingt fixen. Die dummen Computerentscheidungen teilweise echt nicht verständlich. Das Safety Car kommt zurück, was ganz wichtig ist, und der richtige Karrieremodus, das heißt, wo man seinen eigenen Fahrer erstellen kann und nicht nur eine Saison mit einem Fahrer hier auswählen kann, das ist Schwachsinn ist. Die Leute wollen sich ja mit der Figur identifizieren, sagen wir so. Der Karrieremodus vor ein paar Jahren, der war ganz gut. Mit Helmdesign etc. Ich hoffe, dass wir die Interviews auch noch zurückbringen. Da bin ich mal gespannt. Und sonst, das wären noch so Änderungen, die wichtig wären. Ja, Safety Car ganz wichtig, natürlich allein aufgrund dessen, gerade so ein Online-Modus oder so, wenn man hinten ist, und das kann sehr schnell sein, weil manche einfach wie Idioten fahren. Dass man sich dann nochmal zurückkämpfen kann, sozusagen. Das hat auf jeden Fall gefehlt. Macht auch viel von der Strategie ausfindig, also da kann auch viel entschieden werden durch strategische Aspekte. Wichtig. Dann, was ich mir mal wünschen würde, was es glaube ich vorher noch nicht gab, wäre eine Einführungsrunde. Dass man da wirklich schaut, Reifen auf Temperatur zu bringen. Ich meine, logisch, wenn man vorne steht, dauert es ein bisschen, oder sind die Reifen länger wieder kalt, als wenn man jetzt ganz hinten stehen würde. Das ist logisch. Aber das würde mich mal interessieren. Ich meine, es wird wahrscheinlich nicht durchzusetzen sein, weil dann so viele verkacken würden. Einfach weiterfahren würden aus Spaß oder so. Aber so für den Liga-Modus oder so, das wäre richtig geil. Sonst vom Gameplay finde ich das 2015er eigentlich ziemlich stark, muss ich sagen. Nicht so geil wie das 2014er, weil es wesentlich schwieriger war, einfach aus den Kurven herauszukommen. Hier ist das überhaupt kein Problem. Ich meine, klar, wenn die Reifen komplett abgenutzt sind, dann kommst du auch scheiße aus der Kurve raus, aber du musst das wirklich gleichmäßig, wie 2014er, 2013er musst du wirklich gleichmäßig rausbeschleunigen, du durftest nicht zu viel riskieren, sonst ist dir das Heck ausgebrochen. Das fand ich ziemlich nice. Hat mal abzuwarten. Und natürlich immer 22 Fahrer, was sehr begrüßenswert ist. Vielleicht, dass wir den Schwierigkeitsgrad noch einen über Legende setzen, das wurde mir aufgefallen, weil unter normalen Umständen, wenn man Qualifying fährt, dann ist man schon schneller als die Legende. Das wäre auch noch eine Sache, die man bearbeiten könnte. Aber sonst kann man noch Server unbedingt, online ganz klar, das Allerwichtigste. Also ich meine, auch aufgrund dessen, dass es keinen Karrieremodus gibt jetzt in dem Spiel, spiele ich halt primär nur online. Weil es einfach mehr competitive ist, herausfordernder. Aber diese Serverprobleme, das ist nicht feierliche.
2 liegen. Und das passiert wirklich häufig, dass, keine Ahnung, zwischen Qualifying und Rennen, dass da Leute einfach disconnecten und der scheiß Server zum Codemasters. Selbst bin ich öfteren auch schon zum Opfer geworden, in Führung liegen, letzte Runde, zack, disconnected, welchen Grund auch immer. Und hier ist er nicht noch aufgegangen. Und dann ist er schneller. Richtig. Danke. Hier ist der zu sein mittlerweile. Ne, ist doch offen. Jetzt ist disabled. Keep your focus. Everyone's struggling in these conditions. Sagt mir Wetter noch. We expect the rain to stop in around 15 minutes time. 15 minutes. Ja, 15 Minuten sind wir schon im Ziel, Kollege. Jetzt Kiels überrunden. Ordentlich klar. Geschleich hier durch diese Schneckenkurve. Schlimm. Aber vielleicht komme ich doch nicht mehr zu einer Runde und kann gemächlich. Ich brauche eigentlich nichts riskieren. Ich überhole Alonso noch, dann fahre ich sicher ins Ziel. Ich waren jetzt 23,3 Sekunden Vorsprung. Das war eine Menge Holz, das ist aufgrund der Blödheit des Computers. Tja, das bedeutet 8 Punkte für Rosberg in der Weltmeisterschaft. Dafür, dass China einer meiner schlechtesten Grand Prix ist, hier mal 25 Punkte insgesamt. Das läuft! Also ruhig. Nächster Grand Prix dann in Bahrain, Nachtrennen. Fand ja auch schade, dass Vettel da den Wagen abstellen musste. Ich glaube, der hätte eine ganz gute Pace gehabt. Und den Räikkönen war am Ende, ich glaube, 5 Sekunden hinter Rosberg. Sicher hat Rosberg Reifen geschont zum Schluss hin. Aber ich schätze Vettel doch ein wenig stärker als Räikkönen ein. So, 3/4 Zehntel circa. Wobei Räikkönen in China schneller als Vettel war. Das muss man auch mal zugeben. So, 2 Runden geht's noch. Reifen sind noch okay. Und rein hier in die Schneckengehäuse. Rosberg und Vettel fahren halt das gleiche. Rundenzeiten. Das heißt, es war sehr wichtig, dass Rosberg ja nochmal gestoppt hat, sonst hätte ich nicht viel. Ja, gut. Oh, DRS geht wieder. Da wäre ich nie reingekommen mit 8 Sekunden Rückstand. Aber wir bedanken uns für die Blödheit eines Motorradwerks. Für Will Stevens auf Platz 13 unterschiedlich. Wow, spektakulär. Ein Männer auf Platz 13. Das gibt auch nicht alle Tage. Die jetzt bla bla. 20 plus seconds, genau 3 Sekunden aus. Und der Will gibt mir noch DRS und den Rest ist der gerade vorbei. Windschatten mitnehmen. Gab es irgendwo wieder einen Unfall? Nein. Hülkenberg hängt sich gleich mal ran, ja, Vollhorst. Und Stevens ist auf 12. So geil. Das ist so geil. Naja, der wird sich noch geschnupft. Nee. Ich glaube, Stevens wird wirklich 12. Wo ist dann Mary auf 3?
auf 4. So, letzte Runde hier. 25 Punkte winken. Zweiter Sieg in Folge nach Malaysia. Einmal hier durch diesen engen Streckenabschnitt. Und dann ein letztes Mal auf gerade beschleunigen. Noch einmal Rich Mixture. Und dann haben wir es gleich geschafft. 25 Punkte liegen auf das Ferrari-Konto. Schauen, wo Räikkönen abgeschlossen hat. Wahrscheinlich wieder auf Platz 18, so wie ich ihn kenne. So, Sebastian Vettel bedankt sich beim gesamten Feld für 25 Punkte. Hätte auch nicht damit gerechnet. So leicht für Checkered Flag. 25 Punkte. Vettel gewinnt. That's a race win and your second race win in a row. Fantastic job. In a row. Räikkönen Dritter geworden. Stark. Massa noch geschnupft. Sehr gut. 40 Punkte für Ferrari. Das läuft. And here comes Champagne! Rostet da, sonst rostet da. Hoch den Humpen, lasst euch nicht lumpen. Ja, Vettel 28,9 Sekunden. Weltklasse. Stevens ist 11. geworden. Das ist einfach überragend. Überragend. Massa 4. Grosjean 5, Maldonado 9. sind für Lotus 12 Punkte, ganz stark. Verstappen 6. der macht sich auch gut. Harris auf 7 von 13, ja, respektabel. Quiert wieder in den Punkten. Und Button nimmt noch einen Punkt mit. Ja, nicht übel Spaß. Alonso 12, Stevens auf 11, Weltklasse. Eriksen 13. Mary auf 14, auch nicht schlecht. Sainz 15, muss einen Zwischenfall gehabt haben, Nase 16, Hamilton auf 17, der verkackt komplett die Saison. Ricciardo auf Platz 18 von 5, der ist komplett ausgefallen. Hülkenberg hatte auch den Incident und Bottas auch raus, 5 Sekunden. Hier beim Race Director. Vorfall. Dann ging da Hamilton, Kollision mit Ricciardo in Runde 3. Ja, Hamilton lässt sich... Ja, okay, ein paar Mal. Naja, das soll uns herzlich egal sein. Jedenfalls 68 Punkte, 7 Punkte für Rosberg. Quiert immer noch auf 3. Das ist überragend. Überragend. Massa kämpft sich hoch auf 4. Ricciardo verliert Punkte, fällt auf Platz 5. Räikkönen schraubt sich nach oben mit 15 Punkten. Das wurde auch mal Zeit, dass er mal richtig Gas gibt. Hamilton runter auf 8. Grosjean selbst vor ihm. Verstappen auf 9. Respektabel. Ja, Constructors sieht so aus. Manor 0 Punkte, McLaren 3 Punkte, Force India mit 10 Punkten. Ganz schwach Sauber vor Force India mit 12 Punkten. Lotus hat jetzt gut Punkte gemacht auf Platz 6 mit 18. Toro Rosso 25, das ist okay. Williams 25, viel zu wenig für ihre Ansprüche. Red Bull 49, das war klar, dass entweder sie oder Williams die dritte Kraft sein werden. Mercedes ist jetzt runtergegangen. Und Ferrari mit 85 Punkten. Ja, das soll es gewesen sein. Dann bis zum nächsten Grand Prix von Bahrain. Buenas noches.